Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, wir berichten hier heute von Server W50, ne? Und ja, wir haben es Montag, Anfang der Woche und es müsste jetzt auch bald, ich denke mal morgen oder übermorgen, müssten jetzt mal, denke ich, im Verlaufe dieser Woche ein paar News erscheinen zum Black Friday Event. Es sind ja ich weiß gar nicht, jetzt vor ein paar Wochen oder so, ein paar Files aufgetaucht, ja, wo drin stand, dass es bis zu 33% oder was war es 30? Ich glaube 33% mehr Pilze gibt fürs Geld. Ne? Da ist ja so ein kleines Fotochen aufgetaucht und ja, da mal gucken, müsste jetzt ja Anfang dieser Woche jetzt bald, meistens kommen ja immer Mittwoch die News, müsste es, denke ich mal, bald soweit sein. Ja, ansonsten auf W50, hier hat sich auch ein bisschen was getan. Jetzt nicht speziell bei mir. Ich bin 369, 370 vielleicht. Gleich nachher, mal gucken. Ich weiß, in Hemoridor, ich habe mir eben die Chancen ausgerechnet, über 2%. Ne? Alles andere sieht sehr düster aus hier. Ne? Aber ja, wir haben in der Holzfällerhütte ein paar ja, neue Leute dabei. Wie gesagt, die Warteliste, ich weiß gar nicht, die muss mittlerweile schon, keine Ahnung, die ist gefühlt zweistellig oder so. Ja, wir haben aber jemand Neuen hier mit dabei, auch von mir natürlich nochmal herzlich willkommen hier an Mozone. Ja, deren Gilde hat sich leider hier auf W50, die Shakes and Fidget, die offizielle SF-Game, ja, Twitch-Gilde, hat sich, glaube ich, mehr oder weniger aufgelöst, da die Leute dort inaktiv geworden sind und deswegen ja, ist Mozone, der Gildenleiter von Shakes and Fidget, ehemals zu uns in die Holzfällerhütte gekommen. Deswegen Grüße gehen raus an dich, falls du das sehen solltest. Ja, fühl dich gegrüßt. Ich hoffe, du hast sehr viel Spaß bei uns. Und ja, der Mika, der war ja auch in der Gilde da drinne bei Shakes and Fidget. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich die jetzt noch finde hier irgendwie. Oder wie weit die schon abgerutscht sind, falls die hier noch auffindbar sind. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall schade. Also ja, hier 79, 20 Mitglieder nur noch drin. Ist natürlich schade, da ja, umso weniger Konkurrenz auf dem Server ist, umso schlechter eigentlich. Also umso mehr Spieler hier spielen, ne, ist es natürlich umso besser. Ich weiß nicht, vielleicht werden sich die Leute hier und da noch aufteilen. Und ja, der Mika war ja hier auch in der Gilde drin und der Mika, der ist jetzt zu den Störartigen gewechselt, ja, also unserer Community-Gilde hier, ne, und ja, der ist hier jetzt bei den guten Kollegen untergekommen. Da ist er hier als gamingguides.de. Grüße auch an dich, falls du das sehen solltest, ja. Ich hoffe, ja, du fühlst dich soweit auch wohl hier bei den Störartigen. Es ist ja auch ein illustrer Haufen, ne, die ja auch sehr aktiv hier sind und ich ja, freue mich, dass du hier auch dann untergekommen bist. Ne? Und ja, falls da noch andere Leute in der Gilde waren bei Shakes and Fidget, ja, ich glaube, soweit ich gehört habe, hat der Ramster oder die Störartigen generell hier ein paar Leute aufgenommen oder vielleicht auch sogar noch auf der Warteliste. So, ne? Ja, das ist auf jeden Fall immer noch cool, dass die Gilde hier auch noch weiter wächst und gedeiht und man muss sich das einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist eine sehr aktive Gilde und trotzdem sind die auf Platz 28 so. Ne? Also von, ich sag mal wirklich, ja, ich würde mal sagen, so die erste Page hier, die sind alle full aktiv so, ne? Alle Gilden danach, die sind natürlich auch noch alle sehr aktiv, aber halt eben nicht auf diesem Pilzer-Niveau, sondern halt eben, da sind vielleicht ein paar Pilzer drin in der Gilde, aber größtenteils Free-to-Play, ne? Und hier bei den Störartigen, da sind ja auch schon ein paar gute Payer, sag ich mal, mit dabei, die auch schon ordentlich hier auf W50 Geld reingebuttert haben. Und deswegen ja, ist die Gilde natürlich auch ein bisschen weiter höher. Freut mich aber auch noch sehr zu sehen, dass die Community-Gilde hier auf W15 noch so aktiv ist. Und ich bin gespannt, wie das in ein paar Jährchen aussieht. Ja? Wenn da auch sehr viele Langzeitspieler unter euch sind, dass die Störartigen vielleicht auch ja, in den Top 20, vielleicht auch irgendwann in den Top 10, je nachdem, wie aktiv die Gilde bleibt, sein wird. Ich werde auf jeden Fall weiter Bericht erstatten. Genauso natürlich von der Holzfällerhütte hier. Ne? Wir haben hier immer noch einen sehr krassen Kampf um Platz 3. Oder besser gesagt, einen sehr knappen Kampf um Platz 3. Und da hilft uns der Mozone natürlich auch, weil ja natürlich auch, also da ist natürlich ein starker Spieler zu uns gekommen mit Stufe 370, das kann man nicht anders sagen. Ne?
Und ja, deswegen bin ich auf jeden Fall sehr froh. Ja, ist natürlich, wie gesagt, ich finde es natürlich schade, auf der einen Seite, ne, dass die Gilde da ja, sich auflösen musste wegen Inaktivität oder dass Leute da nicht spielen. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch eben gucken, wo man bleibt, ne, dass man ja eben, weiß ich nicht, auch woanders vielleicht unterkommt, wenn man noch andere Ziele hat auf dem Server, ne? Und das haben die guten Kollegen ja. Genau, so, ja, wir machen weiter, wir gucken mal. W50, wir hatten es ja jetzt Festungsevent. Ich habe ein paar Ressourcen gefarmt, ist aber immer noch relativ wenig. Ich hatte jetzt die Tage, ja, da waren ja auch die Ausbauzeiten von den Soldaten um die Hälfte reduziert. Da habe ich ja, Freitag, Samstag, Sonntag, glaube ich, fast immer 200 Kämpfe gemacht oder so. Mal mehr, mal weniger. Oder besser gesagt, mal weniger, nicht mehr großartig. Und ja, ich bekomme kaum Ressourcen dadurch, ne, weil die Leute natürlich... Oh, okay, das lohnt sich, ja. Aber ansonsten bekomme ich immer so 1000 oder so, ne, 1000 Steine. Das ist nicht viel, ne, da kann man noch so viel kämpfen, kommt nicht viel bei rum, fehlt der Festungspartner. Heute hatte ich wieder ein bisschen mit Ramstar mich hier ausgetauscht. Das bringt natürlich einen guten Boost rein. Und ja, nachdem jetzt hier die Schatzkammer auf Stufe 16 ausgebaut ist, ich habe die Schatzkammer einfach nur deswegen ausgebaut, damit hier irgendwas in der Festung, irgendwas am Laufen ist, weil ihr wollt immer was am Laufen haben, so, ne, dass dann immer ein bisschen Ausbauzeit nebenbei immer am Start ist, so, ne? Kein Leerlauf. Leerlauf, das ist das Schlechteste immer so, ne? Und ja, ich hatte jetzt nur so mal die Schatzkammer ausgebaut, um halt eben keinen Leerlauf zu haben, wollte mir aber die Ressourcen sparen, bis ich dann Festung 20 irgendwann mal zusammen habe, damit ich das dann direkt durchballern kann. Ja, jetzt werde ich aber so langsam anfangen, nachdem die Schatzkammer ausgebaut ist, die Festung auch noch hochzuziehen. Ne? Ich glaube, es wird langsam Zeit. Wie gesagt, ein paar Ressourcen haben wir zusammen. Bis Festung 20 reicht es noch lange nicht. Und vor allen Dingen auch die Ritterhalle dementsprechend mit hochzuziehen, das reicht noch Ewigkeiten nicht, weil die ist auch nochmal sehr, sehr teuer. Aber ich muss so langsam ein bisschen was machen. Ne, ich bin jetzt hier in der Gilde mit Stufe 16 hier mit dem Level relativ low, sag ich mal, unterwegs. Ne? Ja, also ich bin, sag ich mal, so Durchschnitt auf die ganze Gilde gesehen, aber in den höheren Regionen haben die Leute alle schon eine bessere Festung. Ne? Und ja, wie gesagt, ich wollte halt ein bisschen sparen, aber es dauert zu lange. Ne? Deswegen fange ich jetzt langsam an, die Festung mit ja, nachzuziehen. Und bringt mir ja natürlich auch was, wenn ich jetzt, ja, wenn jetzt wieder Festungsevent ist. Und umso höher die Festung ist, umso mehr Ressourcen bekommt man ja auch durch das Glücksrad, Quest etc. pp. Ne? Also ist das ja auch nicht ganz verkehrt so. Nur wenn man halt eine höhere Festung hat als jemand anders in den Festungskämpfen, bekommt man halt dann prozentual weniger, weil man halt eine höhere Festungsstufe hat. So. Und das ist halt der Grund, warum ich eigentlich warten wollte. Aber man bekommt halt eben, wie gesagt, so wenig, dass, ja, dass sich das gar nicht lohnt. Ne? Okay, ja, ich möchte diese Folge auf jeden Fall die Karantel schlagen. Denn die Karantel hat eine über 2%ige Chance. Und dann sind wir auch ein Stückchen näher dran an Stufe 370. Das ist sehr cool, das ist ein cooles Level, ne? Das freut mich auf jeden Fall sehr, wenn wir das schaffen sollten. Und ja, wir gucken mal, wir schauen mal, ob wir das hinkriegen. Sollte, denke ich mal, machbar sein. Die 2%, ja, 2% ist schon eine gute Chance, sag ich mal. Und hier sind auch schon ein paar gute Tries dabei gewesen, ne? Der wird uns jetzt nicht das Level-Up hier bescheren, aber uns auf jeden Fall auf ein gutes Stück weiterbringen bis zur 370. Und da haben wir es auch schon down. Ja, hat auf jeden Fall gute Erfahrungen gebracht. Wir gucken uns mal den Kampf an, hier die Karantel. So, mal schauen. Ist ja ein Geschickgegner. Und ja, da gucken wir gleich nochmal vielleicht, was das Dämonenportal macht. Großartig. Und ja, das können wir auch noch im Video festhalten und dann, ja, soll es das nachher auch bald schon wieder gewesen sein für die Folge, ne? Ja, alles Weitere mache ich denn hier privat, Alu, muss ich euch jetzt nicht unbedingt mit, ja, rumnerven, sag ich mal, ne? Okay, gut, haben wir den Down, 300 Millionen, das ist nice. Und ja, nochmal als kleine Side-Info, Rand-Information. In 6 Tagen, 15 Stunden ist der Speed-Server ja,
dann ist der ausgelaufen, so, oder abgelaufen. Ja, also da ist der Speed-Server dann beendet, Schluss, aus, finito. Und die letzten Stunden werden wir natürlich auch livestreamen. Ich sollte da, glaube ich, Zeit haben. Ich hatte da, glaube ich, schon nachgeschaut gehabt. Das ist, denke ich mal, das klappt. Ne? Und das ist natürlich sehr interessant zu sehen, wie die Leute sich da die letzten paar Stunden, Minuten, Sekunden betteln werden um die ersten Ränge auf dem Server. Ne? Und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Und das Spektakel möchte ich mir auch nicht entgehen lassen. Und ich denke mal, ihr habt da, denke ich mal, auch Lust zuzuschauen, wie sich die Leute da gegenseitig betteln werden. Vor allen Dingen halt unter den Top 10 Rängen. Da wird es, denke ich mal, zu viel Rangelei kommen. Bin ich gespannt. Mal schauen, wie es aussehen wird. Ja, das wird bestimmt lustig werden. Und da freue ich mich auch schon drauf. Also da endlich auch mal wieder ein Livestream. Ist ja auch schon wieder ein bisschen länger her, das letzte Mal. Und dann ist ja nachher auch schon bald Dezember. Ne? Und dann sollte auch in der Theorie der nächste Legendary Dungeon kommen. Dann gibt es von mir sowieso wieder ein paar mehr Streams denn, sofern denn die Zeit da ist. Ne? Dezember wisst ihr ja selbst, da ist die Zeit immer rar wie Dateiarchive. Und deswegen kann man da natürlich immer... Oh nein! Oh, ach Mensch. Oh, da hätten wir aber auch noch einmal blocken können, ey. Ich glaube, das ist das erste Mal, wo ich jetzt sage, Mensch, hätte ich mal vorher meine Alu gespielt. Ja, bevor ich hier ins Dämonenportal reingehe. Deswegen, Leute, macht man das Dämonenportal immer zuletzt, wenn man alles andere durch hat. Ja, aber das sind 9,2 Millionen. Ne? Also da, gut, weiß ich nicht, ob mir die paar Skillpunkte da jetzt was gebracht hätten. Da hätte ein Block mehr gereicht und dann wäre es auch schick gewesen. Aber in Ordnung, gut. Müssen wir einen Tag länger warten, ist auch gut. Ne? Also ist jetzt nicht gut, aber was sollen wir machen? Ne? Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Und genau. Ja, ansonsten hier war ja auch Epic-Event gewesen, oder? Nee, Epic-Event war nur auf dem Speed-Server. Aber ich habe hier ein Epic gefunden. Plus 36 und das ist einfach mal 36 auf ein normales Epic und das hier ist ein Legendary Item. Das heißt, zum Legendary Event, also zum Legendary Dungeon, da gibt es wieder gute Upgrades, auf jeden Fall. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Da werden wir wieder ein gutes Stück vorankommen hier auf dem Server. Haltet euch bereit. Ja, das wird sehr, sehr cool werden. Ich freue mich drauf. Alles klar, das war's soweit, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.